4 Monate nachdem Jonas eine Gehaltserhöhung von fast 2000 Euro im Monat bekommen hatte, saß er um 23 Uhr am Küchentisch und starrte auf sein Kontostands-App. Er hatte weniger gespart als in dem Jahr davor. Nicht ein bisschen weniger. Fast nichts. Und er wusste nicht, wo das Geld geblieben war. Das ist keine Ausnahme. Das ist der Normalfall. Und wenn du das jetzt hörst und innerlich zusammenzuckst, weil dir das bekannt vorkommt, dann bist du genau richtig hier, denn genau darum geht es in den nächsten Minuten. Fangen wir von vorne an, bei dem Jonas, den du noch nicht kennst. 2 Jahre zuvor arbeitete Jonas als Sachbearbeiter in einem mittelgroßen Betrieb in Leipzig. 29 Jahre alt, ein Einzimmer-Apartment für 450 Euro Kaltmiete, ein gebrauchter Kombi, den er bar bezahlt hatte, und ein Nettogehalt von 2300 Euro im Monat. Kein aufregendes Leben, aber ein ruhiges. Er legte monatlich etwa 200 Euro zur Seite, mehr aus Gewohnheit als aus Plan, auf ein Sparbuch, das seine Eltern ihm mit 18 eingerichtet hatten. 0,05% Zinsen. Er wusste es nicht besser und ehrlich gesagt, hat er nie nachgefragt. Dann kam der Wechsel. Ein größeres Unternehmen, eine neue Position, mehr Verantwortung. Sein Nettogehalt sprang auf 4.200 Euro im Monat, fast das Doppelte von vorher. An dem Tag, an dem der erste neue Gehaltszettel in seinem Postfach lag, saß er im Auto auf dem Firmenparkplatz und hat tatsächlich laut gelacht. Dieses Gefühl kennst du vielleicht. Dieses kurze, berauschende Gefühl, als hätte sich über Nacht eine Tür geöffnet, die vorher zu war. Und genau in diesem Moment beginnt die Falle. Nicht mit einer schlechten Entscheidung, sondern mit 1000 kleinen, die sich vollkommen vernünftig anfühlen. Die erste Rechnung, die Jonas sich stellte, war simpel. Ich verdiene jetzt fast 2000 Euro mehr im Monat. Ein bisschen mehr Lebensqualität habe ich mir verdient. Und diese Rechnung stimmt sogar, für sich genommen. Das Problem ist, dass sie sich in den nächsten Monaten immer wieder wiederholte, bei jeder einzelnen Ausgabe, ohne dass Jonas es als Muster erkannte. Zuerst zog er um. Eine 2-Zimmer-Wohnung in besserer Lage, 850 Euro warm statt 450. Nachvollziehbar, dachte er. Er verdient ja jetzt genug dafür. Dann der Wagen. Der alte Kombi lief zwar noch tadellos, aber ein Kollege hatte gerade einen neuen Elektro-SUV geleast, 390 Euro im Monat, und Jonas dachte sich, warum eigentlich nicht? Ich kann mir das jetzt leisten. Dann kamen die kleineren Dinge, die sich einzeln nie groß anfühlten. Ein Streaming-Abo hier, ein Fitnessstudio mit Premium-Mitgliedschaft dort. Für 79 Euro im Monat, weil das Basis-Abo für 29 ihm plötzlich zu wenig Ausstattung hatte. 3 bis 4 Mal die Woche auswärts essen, weil er nach der Arbeit zu müde zum Kochen war und es sich, wie er sagte, verdient hatte. Keine dieser Entscheidungen war für sich genommen unvernünftig. Das ist genau der Punkt, den fast niemand erklärt. Lifestyle-Inflation tötet dein Vermögen nicht durch eine dumme Entscheidung. Sie tötet es durch 20 vernünftig wirkende Entscheidungen, die sich gegenseitig verstärken. Bis am Monatsende dein Kontostand fast identisch aussieht wie vor der Gehaltserhöhung. Nur mit mehr Dingen drumherum, die monatlich Geld kosten. Am Ende des ersten Jahres in der neuen Position hatte Jonas fixe monatliche Ausgaben von rund 3.800 Euro. Miete, Auto, Versicherungen, Abos, Handyvertrag, Fitnessstudio. Dazu kamen variable Ausgaben für Essen, Freizeit und spontane Anschaffungen von durchschnittlich weiteren 300 Euro. Macht in Summe etwa 4.100 Euro im Monat, bei einem Nettoeinkommen von 4.200. Übrig blieben im Schnitt 100 Euro, weniger als er früher bei 2.300 Euro Gehalt gespart hatte. Das ist der Moment, in dem du innehalten solltest, denn hier liegt die eigentliche Wahrheit hinter dem Titel dieses Videos. Es geht nicht darum, dass Jonas dumm mit Geld umgegangen ist. Es geht darum, dass unser Gehirn Wohlstand relativ misst, nicht absolut. Wenn dein Einkommen steigt, steigt fast automatisch dein empfundener Anspruch an das, was ein normales Leben sein sollte. Die neue Wohnung fühlt sich nach kurzer Zeit nicht mehr wie Luxus an, sondern wie Standard. Das Auto wird zur Selbstverständlichkeit. Und was früher wie Verschwendung wirkte,
wirkt jetzt wie das, was du dir eben leistest, weil du es dir leisten kannst. Der Wendepunkt kam nicht durch eine Erleuchtung. Er kam durch einen Zufall. An einem Freitagabend im Oktober bei einem Bier mit Markus, einem ehemaligen Kommilitonen, der seit 6 Jahren bei einer Bank arbeitete. Markus fragte ihn beiläufig: Wie viel Zinsen bekommst du eigentlich auf dein Erspartes? Jonas zuckte mit den Schultern. Er wusste es nicht genau. Irgendwas mit dem Sparbuch, das er seit Jahren nicht mehr angefasst hatte. Markus lachte nicht, aber er schaute ihn an, wie man jemanden anschaut, der gerade eine unangenehme Wahrheit hören muss. Er erklärte ihm etwas, das den meisten Menschen in Deutschland tatsächlich niemand aktiv erklärt, weil es keiner Bank nützt, es laut zu sagen. Ein klassisches Sparbuch bringt praktisch keine Zinsen mehr, während viele Direktbanken für ein simples Tagesgeldkonto zu dem Zeitpunkt zwischen 3 und 3,5% im Jahr zahlten, weil die Europäische Zentralbank ihren Leitzins deutlich angehoben hatte. Der Unterschied klingt klein, ist aber bei größeren Summen über Jahre gerechnet enorm. Und das Beste daran: Ein Tagesgeldkonto ist, solange die Bank innerhalb der Europäischen Union reguliert ist, durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank abgesichert. Es ist also nicht riskanter als das Sparbuch, nur ehrlicher bezahlt. Jonas hatte zu diesem Zeitpunkt knapp 6.000 Euro auf dem alten Sparbuch liegen, Reste aus seiner Zeit vor der Gehaltserhöhung. Bei 0,05% hatte er in einem Jahr etwa 3 Euro Zinsen bekommen. 3 Euro. Bei einem vernünftig verzinsten Tagesgeldkonto mit 3% wären es über 250 Euro gewesen, ganz ohne zusätzliches Risiko, ganz ohne, dass er auch nur einen Cent mehr gespart hätte. Allein durch den Kontowechsel. Das war der erste Riss in seiner Vorstellung davon, wie Geld eigentlich funktioniert. Nicht die Höhe des Einkommens war das Problem gewesen. Es war die vollständige Abwesenheit eines Systems. Markus erklärte ihm noch etwas, das noch weniger Menschen wissen, obwohl es jedem Steuerzahler in Deutschland zusteht: den Sparerpauschbetrag. Seit dem Jahr 2023 kann jede Einzelperson in Deutschland Kapitalerträge, also Zinsen und Kursgewinne, bis zu 1.000 Euro im Jahr komplett steuerfrei behalten. Bei Ehepaaren sind es 2.000 Euro gemeinsam. Voraussetzung ist, dass man bei seiner Bank einen sogenannten Freistellungsauftrag einrichtet. Tut man das nicht, zieht die Bank automatisch 25% Kapitalertragssteuer ab, zuzüglich Solidaritätszuschlag und, falls man kirchensteuerpflichtig ist, zusätzlich Kirchensteuer. Man bekommt zwar zu viel gezahlte Steuer über die jährliche Steuererklärung zurück, aber warum sollte man sein eigenes Geld monatelang der Bank und dem Finanzamt zinslos leihen, wenn man mit einem einzigen Formular in der Banking-App genau das verhindern kann? Jonas hatte noch nie von einem Freistellungsauftrag gehört. 5 Jahre lang hatte er gearbeitet, Steuern gezahlt, ein Sparbuch besessen und trotzdem hatte ihm das nie jemand erklärt. Nicht in der Schule, nicht in der Ausbildung, nicht bei der Bank, bei der er sein Konto eröffnet hatte. Banken verdienen schließlich nicht daran, dass du klug mit deinem Geld umgehst. Sie verdienen daran, dass du es einfach liegen lässt. An diesem Abend fühlte Jonas etwas, das eine Mischung aus Scham und Wut war. Scham, weil er 25 war und noch nie wirklich verstanden hatte, wie sein eigenes Geld funktioniert. Wut, weil ihm niemand das Gefühl gegeben hatte, dass es wichtig wäre, es zu lernen. In den folgenden Wochen änderte er 3 Dinge, keine davon kompliziert. Erstens, er eröffnete ein Tagesgeldkonto bei einer Direktbank mit guter Verzinsung und überwies sein komplettes Erspartes dorthin, inklusive der 6.000 Euro vom alten Sparbuch. Er richtete direkt einen Freistellungsauftrag über den vollen Betrag von 1.000 Euro ein, damit seine zukünftigen Zinsen und Erträge steuerfrei blieben. Zweitens, er setzte sich mit seinem tatsächlichen Kontostand auseinander, zum ersten Mal seit Jahren ehrlich. Er schrieb jede einzelne fixe Ausgabe auf: Miete, Auto, Versicherung, Abos, Fitnessstudio, Handyvertrag. Die Summe von 3.800 Euro erschreckte ihn mehr, als er erwartet hatte. Er kündigte das Premium-Fitnessstudio und wechselte zu einem einfacheren für 29 Euro. Er strich 2 von 4 Streamingdiensten.
Er reduzierte das Auswärtsessen von 4 auf einmal pro Woche. Nicht aus Verzicht, sondern weil ihm klar wurde, dass er das meiste davon aus Müdigkeit tat, nicht aus echtem Genuss. Insgesamt reduzierte er seine monatlichen Ausgaben um etwa 550 €, ohne dass sich sein Leben spürbar verschlechterte. Drittens, und das war der eigentlich entscheidende Schritt, richtete er einen automatischen Dauerauftrag ein. Direkt am Tag des Gehaltseingangs wurden 500 € automatisch auf ein separates Depot überwiesen, in einen breit gestreuten ETF-Sparplan, der die Wertentwicklung mehrerer tausend Unternehmen weltweit abbildet. Kein Zocken mit Einzelaktien, keine komplizierten Produkte. Einfach ein automatischer monatlicher Kauf, der lief. Egal, ob Jonas an dem Tag ans Sparen dachte oder nicht. Das ist die eigentliche Lektion hinter diesem Schritt und die meisten Menschen verstehen sie nicht, bis es zu spät ist. Sparen, das von Willenskraft abhängt, funktioniert fast nie dauerhaft. Willenskraft ist an schlechten Tagen erschöpft. An stressigen Wochen, wenn man müde von der Arbeit kommt und sich mit einer Bestellung beim Lieferdienst belohnen will. Ein System dagegen fragt nicht nach Stimmung. Es läuft einfach. Lass uns kurz durchrechnen, was das über Zeit tatsächlich bedeutet. Denn genau hier liegt die Kraft, die den meisten Menschen komplett unterschätzt vorkommt. Angenommen, Jonas investiert monatlich 500 € über einen Zeitraum von 20 Jahren. Bei einer historisch realistischen, durchschnittlichen jährlichen Rendite von 7% nach Kosten, wie sie breit gestreute Aktien-ETFs über lange Zeiträume in der Vergangenheit im Durchschnitt erzielt haben, natürlich ohne Garantie für die Zukunft. Die reine Einzahlungssumme über 20 Jahre beträgt 120.000 €. Durch den Zinseszinseffekt, also die Tatsache, dass nicht nur die eingezahlten Beträge wachsen, sondern auch die bereits erzielten Gewinne wieder mitverzinst werden, wächst daraus ein Depotwert von ungefähr 255.000 €. Mehr als das Doppelte der eingezahlten Summe. Allein durch Zeit und Konsequenz, nicht durch außergewöhnliches Können oder Glück. Der Unterschied zwischen Jonas vor dem Gespräch mit Markus und Jonas danach war am Ende nicht sein Gehalt. Sein Gehalt war schon vorher hoch genug gewesen. Der Unterschied war die Lücke zwischen dem, was er verdiente, und dem, was er tatsächlich für sich arbeiten ließ. Und damit du diese Falle nicht nur bei Jonas siehst, sondern verstehst, wie universell sie ist, schauen wir kurz auf einen zweiten Mann, den Jonas später in seinem neuen Fitnessstudio kennenlernte. Er hieß Robert, 42 Jahre alt, Vertriebsleiter, verdiente 6.500 € netto im Monat, mehr als die meisten Menschen in seinem Umfeld. Ein beeindruckendes Gehalt, ohne Frage. Robert erzählte eines Abends, fast beiläufig, dass er trotz dieses Einkommens keine nennenswerten Rücklagen besaß. Ein geleastes Oberklasse-Auto für über 1.000 € im Monat, ein Reihenhaus mit einer Finanzierungsrate von 2.200 €, 2 Urlaube im Jahr im gehobenen Segment, dazu diverse Abonnements und Mitgliedschaften, die er selbst nicht mehr alle aufzählen konnte. Am Monatsende blieb ihm regelmäßig fast nichts übrig. Manchmal musste er sogar seinen Dispositionskredit in Anspruch nehmen, mit Zinssätzen von über 10% im Jahr, eine der teuersten Formen von Kredit überhaupt, die es in Deutschland gibt. Robert verdiente mehr als das Doppelte von Jonas, aber sein Vermögen war kleiner, nicht weil er weniger klug war, sondern weil bei ihm dasselbe Muster wie bei Jonas nie unterbrochen worden war, sondern über 20 Jahre hinweg immer weiter gewachsen war, parallel zu jedem Gehaltssprung seiner Karriere. Das zeigt dir etwas, das viele Finanzratgeber aus Bequemlichkeit weglassen. Ein hohes Einkommen ist keine Absicherung gegen finanzielle Instabilität. Es macht die Instabilität nur teurer und unauffälliger, weil sie sich hinter einem beeindruckenden Lebensstil versteckt. Es gibt einen Begriff dafür, den kaum jemand kennt, obwohl er das ganze Problem in einem einzigen Ausdruck erklärt. Die Sparquote. Nicht das Einkommen entscheidet über deinen Vermögensaufbau, sondern der Prozentsatz deines Einkommens, den du tatsächlich zurücklegst und investierst. Jemand mit 3.000 € netto, der 20% davon konsequent investiert, baut über Jahrzehnte mehr Vermögen auf als jemand mit 6.000 € netto, der nur 5% zur Seite legt. Die Zahl auf dem Gehaltszettel ist beeindruckend. Die Zahl auf dem Depotauszug in 20 Jahren ist real. Zurück zu Jonas. Ein Jahr nachdem er sein System aufgebaut hatte, saß er wieder an einem Freitagabend am Küchentisch, so wie am Anfang dieser Geschichte.
Diesmal schaute er nicht mit Panik auf sein Kontostand-App, sondern mit einer stillen, fast überraschten Zufriedenheit. Sein Tagesgeldkonto hatte in diesem Jahr über 200 Euro Zinsen abgeworfen, komplett steuerfrei, dank Freistellungsauftrag. Sein ETF-Depot war, trotz zwischenzeitlicher Kursschwankungen, die ihn im Frühjahr kurz nervös gemacht hatten, im Plus. Und er hatte diesen Betrag erreicht, ohne dass sich sein Alltag drastisch verändert hatte. Er ging immer noch essen, nur seltener und bewusster. Er hatte immer noch ein Auto, nur ein günstigeres. Er lebte immer noch gut, nur nicht mehr über seine tatsächlichen Möglichkeiten hinweg. Was diese Geschichte am Ende zeigt, ist nicht nur eine Warnung vor Lifestyle-Inflation und auch nicht nur eine Anleitung zu Tagesgeld und ETF-Sparplan. Es ist eine tiefere Verschiebung in der Art, wie du über Geld denkst. Die meisten Menschen glauben, das Problem beim Vermögensaufbau sei zu wenig Einkommen. Verdiene ich erst mehr, wird alles einfacher, denken sie. Aber Jonas' Geschichte und noch deutlicher Roberts Geschichte zeigen etwas Unbequemeres. Ohne ein bewusstes System wächst mit jedem zusätzlichen Euro Einkommen nicht automatisch dein Vermögen, sondern fast immer zuerst dein Anspruch. Und dieser Anspruch frisst die Differenz auf, bevor du überhaupt merkst, dass sie da war. Die eigentliche Lektion ist deshalb nicht, weniger verdienen zu wollen oder auf jede Freude im Leben zu verzichten. Es ist, die Reihenfolge umzudrehen. Nicht verdienen, ausgeben und mit dem Rest, falls einer übrig bleibt, sparen, sondern verdienen, automatisch zurücklegen und investieren und mit dem Rest bewusst leben. Diese Umkehrung kostet dich am Anfang etwas Disziplin, um sie einzurichten. Danach kostet sie dich fast nichts mehr, weil sie automatisch läuft. Unabhängig davon, wie dein Tag war, wie müde du bist oder wie verlockend die nächste Anschaffung gerade aussieht. Vielleicht verdienst du gerade 2.000 Euro im Monat. Vielleicht sind es schon 6.000. Die konkrete Zahl spielt eine kleinere Rolle, als du vielleicht denkst. Die Frage, die wirklich zählt, ist eine andere. Wie viel davon arbeitet tatsächlich für dich, während du schläfst? Und wie viel verschwindet in einem Lebensstil, der mit jedem Gehaltssprung automatisch mitwächst, ohne dass du es je bewusst entschieden hast? Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, ein Like dazulassen. Und für mehr finanzielle Klarheit, abonniert S-Buch. Wir sehen uns im nächsten Video.